Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. EU18 steht ja jetzt schon in den Startlöchern. Nächsten Freitag ist es dann soweit, also nicht diesen, sondern den darauffolgenden. Und falls ihr euch noch vorbereiten wollt, ja, vielleicht gibt es da draußen den einen oder anderen Neuen, der, beziehungsweise wieder Einsteiger, der vielleicht eine kleine Auffrischung braucht. Ich zeige kurz vor den Serverstarts immer noch mal ganz kurz so meine besten Tipps und Tricks in dem Video, und dazu habe ich extra eine Playlist hier angefertigt, die auch schon mittlerweile sehr gut angekommen ist auf jeden Fall bei euch. Da habe ich so meine 10 nützlichsten Videos zusammengefasst für den Serverstart, beziehungsweise generell auch zu Shakes and Fidget, wie zum Beispiel halt eben generell 10 nützliche Tipps, die man wissen sollte, wie man zum Beispiel die Festung perfekt spielt, Unterwelt perfekt spielt, mit sogar Videoanleitungen dazu, wie man was in welcher Reihenfolge ausbaut, wie man die Pakete nutzt. Free-to-Play-Guide ist hier noch drin, Pet-Guide, und vieles mehr auf jeden Fall. Dort könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Dungeon-Pause fragen auch immer wieder sehr viele, was es damit auf sich hat. Ist hier auch mit in dem Video drin. Und ja, schaut da sehr gerne vorbei. Ansonsten fragen auch immer sehr viele, wie schafft man das in so kurzer Zeit beim Serverstart innerhalb von einem Tag, 2 Tage irgendwie Stufe 220 zu erreichen. Hier ist die Kurzversion, sag ich mal, davon in 75 Minuten von Stufe 1 auf 220 gepusht, allerdings auf einem alten Server mit ja, geboosteten Steinen und so, aber der Ablauf ist quasi derselbe, nur dass man halt sein Equipment nicht so häufig neu umequippen muss, ne? Aber so wie das quasi aussieht von 1 bis Stufe 220 haben wir hier 75 Minuten drin auf jeden Fall, aber das zählt jetzt nicht zum Guide dazu, das ist einfach nur mal so, um einen kurzen Ablauf zu haben. Ansonsten das Wichtigste beim Serverstart bzw. vor dem Serverstart ist, dass ihr euch rechtzeitig um eine Gilde kümmert, der ihr joinen könnt, weil es gibt nichts Schlimmeres, ohne eine Gilde auf einem Server zu starten und man steht dann halt einfach so da und muss dann irgendwo joinen in einer Gilde, die man gar nicht haben möchte, die vielleicht gar nicht die eigene Sprache spricht und von den Ausbauten her hinterherhängt. Deswegen sollte man sich vorab drum kümmern, und dazu nutzt man am besten Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel den Discord-Server von mir. Dort haben wir auch eine Rubrik, wo wir unter anderem eine Gilden- und Spielersuche haben. Dort haben sogar die ersten Leute schon geschrieben für EU18, und ja, dort könnt ihr euch connecten, falls ihr eine Gilde sucht und Spieler seid oder ja, Gildenleiter seid und Spieler sucht, könnt ihr sehr gerne hier reinschauen und euch dann ja, connecten untereinander. Haben schon sehr viele zueinander gefunden, und ja, verlinke ich euch einfach mal unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Playlist zu den Videos. Ansonsten ist ja gestern das Umfrageergebnis rausgekommen für die saisonalen Epics. Ich habe ja den Tag davor quasi gerade die Umfrage gemacht, nochmal auf meinem YouTube-Channel nochmal beleuchtet. Die ist allerdings schon ein paar Tage alt, ne? Dadurch, dass ich aber ein paar Tage flach gelegen bin, habe ich das nicht mehr gemacht, hatte ich nicht mehr auf dem Radar. Ich wollte es trotzdem noch auf YouTube machen, und heute ist das Umfrageergebnis schon beendet worden, beziehungsweise das Ergebnis steht schon da. War ein bisschen Fail von mir auf jeden Fall, das dann ja doch noch irgendwie aufzunehmen, aber ich dachte, man hat vielleicht noch ein paar Tage mehr Zeit oder so, ne? Auf jeden Fall kam das Feedback positiv an, durchweg positiv, und es wird jetzt auf jeden Fall mit in den Produktionszyklus aufgenommen, ne? Also das steht auf jeden Fall so schon mal fest, und ja, die Resonanz war auf jeden Fall überwältigend. Ist schön zu sehen, schöne Sache, definitiv, muss man so sagen, und ist natürlich auch sehr schön, dass wir jetzt ein paar neue Items sehen. Ansonsten hatte ich gestern gestreamt gehabt, und da wurde auch gefragt, wann wir in den Sandsturm reingehen. Wir hatten uns das Ganze ja aufgehoben gehabt für das nächste Hexen-Event, was ansteht. Das ist ja jetzt folgendes Wochenende, und da werden wir definitiv auf Twitch auch reingehen, werden da auch ein YouTube-Video zu aufnehmen, damit ihr das hier auf YouTube dann auch im Nachhinein sehen könnt. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, auf F9 ist das Ganze natürlich immer einen Tag früher schon. Das heißt, hier muss man rechnen, es ist von Donnerstag, Freitag und Samstag. Sonntag ist hier quasi schon Montag sozusagen. Deswegen können wir auf dem Server hier nicht am Sonntag als Beispiel jetzt reingehen in den Sandsturm.
Und für euch zur Info werden wir am Freitag abends, wann ganz genau weiß ich noch nicht, aber Freitagabend werden wir streamen auf Twitch und werden wieder werden dann in den Sandsturm reingehen und versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Wir werden dann, wie gesagt, auch ein Video aufnehmen und wir werden auch dann ein paar Pilzcodes verlosen. In einem der letzten Videos hatte ich ja erwähnt gehabt, dass ich jetzt ja auch 20 Codes immer alle 3 Monate bekomme von Player Games durch mein Tier-Set, in welchem ich drinne bin. Und die kann ich dann an euch verlosen. Und die ersten werden wir jetzt dann auf Twitch dann auch raushauen. Auf Twitch geht das Ganze leichter von der Hand. Deswegen, falls ihr das nicht verpassen wollt und vielleicht auch die Chance habt auf ein paar Free Pilz Codes, dann lasst sehr gerne ein Follow da auf Twitch. Auch das findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Bin gespannt, wie weit wir kommen werden. Ja, wir haben gute Statpunkte auf jeden Fall schon mal jetzt so in der Zeit und es wird definitiv Zeit, dass wir jetzt auch in den Sandsturm reingehen. Wir wollten es ja schon machen direkt nach meinem Urlaub, da hatten wir leider kein Hexen-Event gehabt und das wäre ein bisschen zu fatal gewesen, sag ich mal, mir das ganze Geld hier durch die Lappen gehen zu lassen. Deswegen musste ich einfach noch mal ein bisschen warten. Jetzt ist es soweit, Freitag gehen wir rein, so lange müssen wir noch uns gedulden. Und das wird definitiv sehr cool werden und wird nochmal für einen guten Levelanstieg sorgen. Dadurch, dass wir ja pro Etage 30 Millionen XP kriegen, wird das nochmal einiges gut machen an Leveln. Und also ich rechne schon so auf jeden Fall mit 10 Level, die wir dadurch machen können. Vielleicht wird es mehr, vielleicht auch weniger, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich denke mal so Richtung 717 bis 20, so in der Range würde ich sagen, da kommen wir so ungefähr hin, wenn wir uns da durchpilzen. Ne? Also das wird nochmal ein guter Boost werden auf jeden Fall. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich in so späten Stadion nochmal so viele Level in so kurzer Zeit kriege. Ne? Aber das wird cool. Aber 1000 Etagen ist natürlich auch eine Ansage. Wir werden da auch reingehen, werden da den einen oder anderen Pilz in die Hand nehmen und vielleicht auch hier und da des Öfteren mal eine Rune wechseln, falls wir nicht mehr direkt weiterkommen. Wir werden da auch mit SF-Tools arbeiten, um zu sehen, wie die Prozentchancen sind, wenn es nachher nicht mehr weitergeht, um zu gucken, okay, macht das noch Sinn, hier an der Stelle reinzupilzen oder macht das keinen Sinn? Und darauf basierend werden wir dann gucken, wie hart wir dann eskalieren. Also ich hatte mir auf jeden Fall schon vorgenommen, gut ein paar Pilze hier zu versenken, aber es muss natürlich auch so, sag ich mal, in der Range sein, dass man die Gegner auch noch schafft, ne? Weil der Sandsturm ist nicht dafür ausgelegt, den von jetzt auf mal einfach so durchzulegen, so. Das ist nicht der Fall. Man soll peu à peu schön immer mal ein Erfolgserlebnis feiern für sich so und erkennbar sehen, dass man tatsächlich dann auch stärker wird und das dann halt eben auch wieder bemessen in den Dungeons, das dann auch resultierend sehen kann. Ne? Und das ist natürlich sehr schön, auf jeden Fall zu sehen und freut mich sehr. Deswegen, ist natürlich klar, werden wir da jetzt nicht bis zum Limit pilzen, aber wir werden definitiv gucken, wie weit wir mit mit unserer Stärke auf unserem Char kommen werden. Wir haben hier auf dem Account auch bald den nächsten Meilenstein, die 450k Ausdauer. Ja, das ist jetzt so das nächste, was ich hier anpeile mit meinem Mage. Das werden wir auch vervollständigen. Ich denke mal, da kommen wir noch relativ schnell hin, gerade jetzt auch durch den Sandsturm. Und danach geht es für mich dann direkt auf die 600.000 Intelligenz. Ich werde nicht bis 500.000 durchfeuern hier auf Ausdauer. Das ist mir zu viel. Das für einen Magier, ich muss ein bisschen mehr Damage machen, so als Magier. Das kann ich nicht, dass ich so nah, ich sag mal, an 50-50 dran bin. Also es wäre dann so 55-45 vielleicht. Ne? Aber ich präferiere als Magier schon eine 60-40 Skillung von den Werten her. Deswegen da müssen wir ein bisschen mehr noch in Int rein, auf jeden Fall. Und das werden wir definitiv auch machen. Und dann werden wir, wenn wir die 450 haben, erstmal auf 600 durchgehen. Und das wird uns in den Dungeons auch ein bisschen weiterbringen, denke ich mal. Denn mehr Damage ist mehr Schaden. Und mehr Schaden ist mehr Chancen im Dungeon.
So, eine ganz einfache Rechnung, würde ich sagen. Ne? Ich denke mal, das ist ganz einfach zu verstehen. Und deswegen, ja, aber nee, ich will schon sehr gern ein bisschen mehr Schaden machen als Magier, so ist das nicht. Ähm, ja, deswegen ist das erstmal so mein Anliegen auf jeden Fall. Gut, aber das soll es erstmal für die heutige Folge soweit gewesen sein. Ja, viel Neues auf jeden Fall und es steht viel bevor. Ich bin sehr gespannt. Und ansonsten, ja, geht es jetzt auch auf jeden Fall in nächster Zeit wieder mehr aktiv weiter auf Twitch. Wie gesagt, wir haben gestern gestreamt, wir streamen am Freitag jetzt. Dann EU18 werden wir auch auf jeden Fall definitiv streamen und ja, habe ich auf jeden Fall wieder Bock drauf, ein bisschen aktiver auf Twitch zu werden jetzt in nächster Zeit. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Ball. Gibt, wie gesagt, viele coole Codes zu gewinnen dort in nächster Zeit auf dem Kanal. Deswegen, ja, lohnt sich da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Deswegen danke fürs Zuschauen, danke für alles. Haut rein und bis zum nächsten Mal.